Well, welcome if you're joining us online this morning. Herzlich willkommen, wenn ihr über das Internet uns zuschaut heute Morgen. We are continuing our study through the Gospel of Matthew. Wir machen weiter mit unserem Studium durchs Matthäus-Evangelium. We're going to pick it up at Matthew chapter 13 Und wir sind heute in Matthäus Kapitel 13 and verse 24. im Vers 24. Now, this portion of Scripture, Nun, dieser Abschnitt der Schrift, Jesus is teaching through parables. Jesus lehrt durch Gleichnisse. That makes life easier for us Das macht das Leben ein bisschen einfacher für uns, in that there are stories or accounts that we can understand, weil es gibt Geschichten, Aufzeichnungen, dass wir die verstehen können. but it makes things difficult too Aber es macht die Dinge auch schwierig oder kompliziert, because they're simple stories weil das sind einfache Geschichten. and we can hear them once, twice, Und wir können die ein- oder zweimal hören and they go in one ear and they go out the other. und die gehen bei einem Ohr hinein und dann beim anderen wieder raus. And I mean, for a count, how many of you here have heard the parables before? Nun, nur einfach um zu zeigen, also wie viel haben von euch von den Gleichnissen gehört schon vorher? Okay, 2 of you. So 2 von euch. Lots of you. Natürlich viele von euch. And it's like, okay, I've done that. Okay, und das ist so, das hörte ich schon. Can we do something more interesting? Können wir etwas Interessanteres machen? You know, let's look at Ezekiel or something. Schauen wir uns den Ezekiel an oder sowas. Okay. But here we are. If I ask you a different question, Aber wenn ich euch jetzt eine andere Frage stellen würde, what's heaven like? wie wird der Himmel sein? A bit more tricky to answer that one, Das ist isn't ein it? bisschen schwieriger, um das zu beantworten, oder? Well, let's come back to the parables. Nun, wir gehen jetzt wieder zurück zu den Gleichnissen. Verse 24, for instance. Vers 24 zum Beispiel. Jesus said, another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. So we asked Jesus the question, So, wir stellen Jesus die Frage: what's heaven like? Wie ist der Himmel? And he begins to answer the question. Und er beginnt, die Frage zu beantworten. It's not the answer we expect. Es ist nicht die Antwort, die wir erwarten, And that's because the very story he is telling here und der Grund dafür ist, weil die Geschichte, die er hier erzählt, tells us a truth about heaven. die erzählt uns eine Wahrheit über den Himmel. And one of those truths is that maybe you have to look a little bit deeper. Und eines der Wahrheiten ist diese: Vielleicht musst du ein bisschen tiefer da schauen. Okay, first thing we need to remember, Das Erste, woran wir uns erinnern müssen, I mentioned this last week, das erwähnten wir letzte Woche, this is a story das ist eine Geschichte that runs parallel to reality. und die läuft parallel einher mit der Realität. That's why the term parable comes in. Deshalb kommt dieser Ausdruck Gleichnis oder Parabel oder Ja. Parallele. So it's like two? So wie 2. No, similar. Also ähnlich, Okay, but it's not the same. aber es ist nicht genau dasselbe. All right. You know, I have a brother. Ich habe einen Bruder. In many ways, he's like me. Auf viele Arten ist er so wie ich. He's tall. Er ist groß, He's really good looking. schaut sehr gut aus, Unlike me, he's really intelligent, aber nicht so wie ich. Er ist sehr intelligent and he's older than I am. und er ist älter als ich. So there are some ways he's like me, So, es gibt ein paar Dinge, wo er ähnlich ist wie ich, but he's not me. aber er ist nicht ich. So just remember that, So, denk dran. because some people get carried away with these stories. Weil manche Leute, die lassen sich dadurch ablenken von diesen Geschichten. Okay, the kingdom of heaven, Jesus introduces us to. Okay, das Reich der Himmel, das, was Jesus uns hier vorstellt, It's a kingdom. das ist ein Reich. What's an essential part of a kingdom? Was ist so das Wichtige, das Wichtigste von einem Königreich? Exactly. Es geht um den König. Can't have a kingdom without a king. Also man kann kein Königreich haben ohne einen König. Heaven is a kingdom. Der Himmel ist ein Königreich. There is a king. Es gibt einen König. Now that runs contrary to all us socialists here.
Nun, das ist konträr oder gegensätzlich für all die Sozialisten hier and to those Republicans that have come across the Atlantic. und für die Republikaner, die über den Atlantik zu uns gekommen sind. You know, they stomped their feet at 1776 when they overthrew the king. Und die schlagen mit den Füßen, das war 1776, wo sie den König gestürzt haben. We don't want a king, Wir wollen keinen König. but we want a king in our own likeness. Oder wir wollen einen König, wie der uns passt. Kingdom of heaven's not like that. Das Reich der Himmel ist, oder das, ja, ist nicht so. We don't get to choose the king. Wir können nicht den König uns aussuchen im Himmel. Hey, it's better than that. Es ist noch besser als das. The king gets to choose us. Der König, der kann uns auswählen. That's pretty cool. Das ist ziemlich cool. Yeah, this is better than democracy. Das ist noch besser als Demokratie. The king gets the chance to say, I want you in my kingdom. Der König hat die Möglichkeit, um zu sagen, ich möchte dich in meinem Königreich haben. Have any of you ever been for a job interview? War irgendjemand von euch schon einmal bei einem Vorstellungsgespräch zu einer Arbeit? No? Nein? You're all living off social support? Ihr alle lebt von Sozialhilfe. Well, some of us are in the real world. Nun, manche von uns sind in der realen Welt. When you go for a job interview, Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, you're kind of giving all these sort of reasons why the company should employ you. dann führst du all diese Gründe an, warum die Firma dich aufnehmen sollte. You know, your skills, your talents, Deine Begabungen, deine Talente, your good looks, also dein gutes Aussehen, your success. dein Erfolg. Yeah. This is why you should employ me. Deshalb solltet ihr mich hier einstellen. That doesn't work in the kingdom of heaven. Das funktioniert aber nicht so im Reich der Himmel. I could come with all my talents, Ich könnte daherkommen mit all meinen Talenten. well, both of them, Nun beiden. and it wouldn't impress the king at all. Und das würde den König überhaupt nicht beeindrucken. In fact, he could say to me, hey, you've got nothing that I didn't give you. In Wirklichkeit könnte er sagen, hey, du hast nichts, was ich dir nicht gegeben hätte. It doesn't depend on how good we are, what we can do. Es ist nicht abhängig, wie gut wir sind oder was wir tun können. But I can get distracted on that. Let's look at this parable. The kingdom of heaven is like to a man who sowed good seed in his field. Also ich möchte das nochmals anschauen jetzt. Also das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. But while men slept, Aber während die Leute schliefen, his enemy came and sowed weeds or tares among the wheat. kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen. And when the plants came up and bore grain, Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, the weeds also appeared. da zeigte sich auch das Unkraut. And the servants of the master of the house came to him and said, Master, did you not sow good seed in your field? How then is it that you have weeds? Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? And he said to them, An enemy has done this. Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. So the servant says, Do you want us then to go and gather them? Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? And he said, No, in case in gathering the weeds, you then root up the wheat which is along with them. Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Let both grow together until the harvest, and then at harvest time I will tell the reapers, gather the weeds first, bind them into bundles to be burned, but gather the wheat into the barn. Lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Okay, now what we have to do then is move down to verse 36. So was wir jetzt machen müssen, wir müssen zum Vers 36 schauen. And how Matthew here describes it. At the end of this day or this session, Jesus sent the multitudes away. Und dann heißt es, am Ende von diesem Tag hat Jesus die Volksmengen weggeschickt.
And he goes into the house. Und dann geht er ins Haus. And his disciples came to him. Und seine Jünger, die traten zu ihm. And they said, tell us the parable, or explain to us the parable of the weeds in the field. Und da haben dann seine Jünger ihn gefragt, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. And so he filled them in. Und er hat ihnen das beantwortet. And he describes this, verse 37. Und er beschreibt es folgendermaßen, Vers 37. The one who is sowing the good seed is the Son of Man. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. So he's described as the keeper of the house, So wird beschrieben als so der Verwalter vom Haus or the master. oder dieser Meister oder Herr. The good seed is what he is sowing. Der gute Same ist das, was er sät. He says the field is the world. So sagt er, der Acker ist die Welt. Now, if we paid attention when we were reading the earlier part, Wenn wir aufmerksam gewesen sind, als wir den früheren Teil gelesen haben, who did the field belong to? wem gehörte das Feld? Belonged to the one who was sowing the seed. Es gehörte dem, der den Samen ausstreute. We need to remember that sometime. Wir müssen daran denken, manchmal. The good seed are the children of the kingdom. So der gute Same sind die Kinder des Reichs. Now we see here the seed and the ground, it's different to the previous parable that we looked at last week. Nun, wir sehen jetzt, dass der Same und der Acker ist anders, was wir im vorherigen Gleichnis uns angeschaut haben. This is a different example. Das ist ein anderes Beispiel. We're not to expect that each thing retains its application through each parable. Wir sollten nicht erwarten, dass alles so gleich bleibt durch jedes Gleichnis. This time the seed that's sown are the children of the kingdom. Zu dieser Zeit, der Same, der ausgestreut wird, sind die Kinder des Reichs. The master, the owner of the field, has already identified his children. Dieser Herr, der Besitzer dieses Ackers, hat seine Kinder schon identifiziert. And he has planted them in this world. Und er hat sie auf dieser Welt gepflanzt. There's an expectation that they will grow. Es gibt ja eine Erwartung, dass sie wachsen werden. But then there's an enemy. Aber dann gibt es einen Feind. And the enemy plants amongst the children of the kingdom. Und der Feind, der sät auch unter den Kindern des Reichs. And verse 38, they're described as, the weeds are described as the children of the wicked one. Und so das Unkraut wird beschrieben als die Kinder des Bösen. Now, the application in real life, Nun, die Anwendung in deren Leben, you can plant any seed in the ground, oder im realen Leben, also du kannst jeden Samen so am Boden ausstreuen and you expect to see what you've planted grow up. und du erwartest dann, also von den Samen, was du ausgestreut hast, dass das aufwächst. Whether you're a farmer or a gardener, Ob du ein Bauer oder ein Gärtner bist, you know there are other things that grow up alongside them. du weißt, es gibt noch andere Dinge, die daneben dann auch noch mit aufwachsen. The weeds. Dieses Unkraut. In this example, we're talking about somebody planting wheat. In diesem Beispiel, also jemand hat dieses Unkraut auch angesät And what's been planted among them, these weeds, und was gepflanzt wurde unter dem, wheat like what you can eat, Weizen. Or, that's what was planted originally. By, der the good Weizen, seed, Entschuldigung. yeah, okay. Weizen, ja, und dann mit dem Weizen. The tares, the weeds, look like wheat, Also dieses Unkraut hat so ausgesehen wie der Weizen, but then it's not. aber das ist es nicht. It goes so far and then it just goes very apparent that it's not the wheat that you planted. Also es geht nur so weit, kann das wachsen, aber dann kann man es plötzlich genau sehen, das ist nicht der Weizen, der angepflanzt wurde. And the root of these weeds is something that gets among the roots of the real wheat. Also
Wurzeln von diesem Unkraut, die vermischen sich dann oder wachsen zusammen mit den Wurzeln vom echten Weizen. Hey, I'm not a farmer. Ich bin kein Bauer. I have to say I'm not really a gardener. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht wirklich ein Gärtner. Green things look nice, but okay. Grüne Dinge schauen sehr nett aus, sind okay. And some of them have coloured petals to them. So. Und manche von denen, die haben auch so Farben und so. I bought my wife a bunch of flowers one time. Eines Tages hat er seine Frau Blumen gekauft And they died. und die sind dann eingegangen. Oh, I'm not going to do that again. Das werde ich nicht mehr machen. Sind kaputt geworden. And then I saw these artificial flowers. Und dann sah ich diese künstlichen Blumen, die Plastikblumen, They last forever. die kann man ewig da haben. So I bought them instead. So habe ich die anstelle gekauft. And she wasn't very happy. Und sie waren nicht sehr froh. You know what I learned from that? Weißt du, was ich daraus gelernt habe? Don't buy any flowers. Kauf einfach keine Blumen mehr. You should pray for my wife. Ihr sollt für meine Frau beten. Coming from England, one thing I know about is grass. Weil ich von England komme, eines, was ich kenne oder sehr gut kenne, ist das I Gras. come from a generation where everybody's desire was to have a real lawn. Also ich komme noch aus einer Generation, wo jeder sich gewünscht hat, einen echten, guten Rasen zu haben. And one of the problems in looking for a lawn, Und eines der Probleme, also wenn man einen Rasen haben möchte, a weed. das ist wiederum das Unkraut. Yeah, things that look like grass but actually destroy real grass. Es schaut aus wie echtes Gras, aber es zerstört das Gras. Some of you follow football. Manche von euch, die folgen auch den Fußballspiele, Yeah, soccer, not the American. also richtiges Fußball, nicht amerikanisches. Why would you call something football when you never kick the ball? Also warum nennst du das Fußball, wenn du nie den Fußball trittst? Some of you are interested in tennis. Manche von euch sind vielleicht auch in Tennis And interessiert. of course, again, being English, tennis is played on grass. Und wenn man von England kommt, wird Tennis auf Gras gespielt. The reason I mention that Der Grund, warum ich das erwähne, is just up the road from where I used to live, so die Straße drüber, also genau wo ich gewohnt habe, was a place that grew grass. da war so ein Ort, wo sie Gras anwachsen ließen. Not just any grass, Nicht nur irgendein Gras, but the grass that they put on Wimbledon when they, the courts in Wimbledon where they have the top tennis tournament every year. und das war das Gras, das perfekte Gras, was bei diesen Wimbledon-Turniers ausgerollt wird, also wo diese Turniere sind. They also provide the grass for the Wembley football stadium. Aber sie haben auch das Gras dann besorgt für ein großes Fußballstadion. And there are people who spend their lives just growing grass for those places. Und da gibt es Leute, die verbringen das ganze Leben damit, um nur das Gras zu produzieren für diese großen Stadien. Seems interesting that you invest your life into growing green stuff. Es ist interessant, du verbringst dein ganzes Leben mit diesem grünen Zeug. You can't eat it. Man kann es nicht essen. And at the end of the day, all it does is get scuffed up by sports athletes. Und alles, was passiert dann am Ende, es wird dann sowieso zerstört von den Sportathleten. But there is a grass that's the enemy. Aber da gibt es ein Gras, das ist der Feind. And we call it couch grass in England. Und in England heißt das Couchgras. For the first sort of centimetre or two of its growth, Für die ersten 1-2 Zentimeter, wenn es wächst, it looks like real grass. schaut es aus wie echtes Gras. But then the blades grow wider and tougher, Dann werden aber so die Grashalme so heller und so härter. and it's very clearly not grass. Und man kann das klar sehen, dass es kein Gras ist. So by the time you see it Aber an der Zeit, wo man das sieht, above ground, so über dem Boden, you've missed what's growing underground. so hast du das verpasst, was so unter dem Boden gewachsen And ist. it has a network of roots Und das hat so ein ganzes Netzwerk von Wurzeln. that destroy the grass proper. Und das zerstört das echte Gras dann. And if you try and pull it up, Wenn du versuchst, das auszureißen, you'll ruin your whole lawn.
dann ruinierst du deinen ganzen Rasen. So you kill everything. So, du tötest alles. What do? Was macht man? You just have to let it grow alongside the real grass and keep it cut really short. Man muss es so wachsen lassen neben dem echten Gras und das ganz kurz schneiden. Until November. Bis zum November. And in November, you can plow it all up. Und im November kannst du das alles umpflügen. There's something else we're learning here. Noch etwas anderes, was man hier lernt. There's good seed, Es gibt guten Samen and it's growing. und der wächst. There's seed that looks like the real thing, Es gibt Samen, der schaut aus wie das echte, but it isn't. aber das ist es nicht. And it's growing alongside. Und das wächst so nebenher. And it's difficult to separate the two. Und das ist schwer, diese zwei zu trennen. So what do? So, was machen wir? Well, we're told, verse 39, the enemy that sowed them is the devil, So uns wird gesagt in Vers 39, der Feind, der es sät, ist der Teufel. but there is a harvest Aber es gibt eine Ernte. at the end of the world. Das ist am Ende der Weltzeit. And the reapers are the angels. Und die Schnitter sind die Engel. Now, this is an interesting sort of situation when we look around us and we try and figure out what's going on. Nun, das ist eine interessante Situation, wenn wir uns so umblicken und schauen, was eigentlich jetzt los ist auf der Welt. Go back to the original parable. Wenn man zurückgeht zum ursprünglichen Gleichnis, When the blades were sprung up, verse 26, in Vers 26, als so die Halme aufgewachsen sind and brought forth fruit, und dann Frucht hervorgebracht haben, things are going good. Dinge schauen gut aus. The children of the kingdom are growing. Die Kinder des Reichs, die wachsen. There's fruit. Es gibt Frucht. But then also the tares appear. Aber es gibt auch das Unkraut vom Feind. And there's this great desire to separate them. Und da gibt es diesen großen Wunsch, diese zu trennen. I think it's interesting what the servants say. Ich denke, für mich ist das interessant, was die Diener sagen oder die Knechte. Whose fault is it that there are, there is false grass, there are tares among the wheat? Wessen Schuld ist es, dass es falsches Gras gibt oder Unkraut unter dem Weizen? That's the first question. The second question is, shall we go and gather them up? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, sollen wir gehen und die aufsammeln? And there's a reflection in our own hearts in these servants here. Und da gibt es eine Reflexion in unserem eigenen Herzen von diesen Dienern. Who can we blame for what's gone wrong? Wen können wir beschuldigen für das, was falsch läuft? It's got to be somebody's fault, Irgendjemand muss ja schuld sein. because that's the way we think, Aber so denken wir. The second question Die zweite Frage, is, can we go and pull them up and clean them, cleanse them out? können wir laufen und die ausreißen und das säubern? Oh, we love to root out the nasty things. Oh, wir lieben es, so diese schmutzigen Dinge auszuraufen. But look at the response of the householder. Aber schaut euch so die Reaktion von diesen Hausherren an. No, let them grow alongside each other, Nein, die sollen nebeneinander wachsen, because he's concerned about the children of the kingdom, weil er ist besorgt um die Kinder des Reichs. in case they get rooted up as well. Also, dass sie nicht auch ausgerissen werden. Let both grow together. Beide sollen gemeinsam aufwachsen, There will be a harvest. weil es wird ja eine Ernte geben. There will be a separating, Es wird eine Trennung geben, but it's not our job to do that. aber es ist noch nicht die Zeit dafür. There's somebody else who's got that job. Das ist nicht unsere Aufgabe, jemand anders wird das tun. And it's not the time to do it. Und die Zeit ist noch nicht da. There is a time coming, and it'll be the right time. Es wird eine Zeit kommen und das wird die richtige Zeit sein. Over the centuries, there have been efforts to purify the church. Über die Jahrhunderte hat es so Anstrengungen gegeben, um die Kirche zu säubern. But the grounds of purification Aber dieser Boden von dieser Reinigung, have depended on men making decisions. das ist von vielen abhängig gewesen, dass sie Entscheidungen getroffen haben. And
that's not the way the kingdom of heaven works. Und so funktioniert das Reich der Himmel nicht. It'll be the king who does the choosing. Es wird der König sein, der diese Entscheidungen trifft. It'll be the king that oversees the harvest. Es wird der König sein, der diese Ernte dann überschaut. And it's not the job of you and me. Und das ist nicht von dir und mir die Aufgabe. Now I'm going to pick up at verse 31 Nun, ich werde jetzt in Vers 31 die Geschichte aufnehmen, because there we read another parable Jesus put to them, saying, weil jetzt gibt es ein anderes Gleichnis, was Jesus ihnen erzählt. another parallel to the kingdom of heaven. Eine andere Parallele zum Reich der Himmel. The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, Das Reich der Himmel, das gleicht einem Senfkorn, which a man took and sowed in his field. das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. It's the least of all seeds, Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, but when it's grown, wenn es aber wächst, it's the greatest of the herbs, so wird es größer als die Gartengewächse and it becomes a tree, und wird ein Baum, so that the birds of the air come and lodge in the branches. so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Now we think of herbs and we think of, small plantings in the garden. Nun, wir denken an diese Gartengewächse, an diese Kräuter, diese kleinen Gewächse im Garten. And this particular example Jesus takes is the grain of mustard seed. Und dieses spezielle Beispiel, was Jesus hernimmt, das ist so der Same von einem Senfkorn. And, we're not getting into specifics like, mustard seed is not the smallest or it is the smallest. Wir werden das jetzt nicht speziell anschauen. Senfkorn ist das kleinste oder nicht das kleinste. It's small, okay? Es ist klein, okay? Have you got that? Habt ihr das verstanden? Right, it's small. Klein. He takes one grain of mustard seed. Es braucht nur ein Senfkorn. A grain is actually a weight, like a gram or 2 grams or something. Also das wiegt circa 1 oder 2 Gramm. And that's what he puts in the field. Und das streut es auf das Feld aus. And the result, Und das Resultat, well, if you're patient, also wenn man geduldig ist, it grows. dann wächst das. And something that interested me, I love old books. Etwas interessiert mich. Ich liebe alte Bücher. And I have an old book upstairs. It was published in 1876. Ich habe ein altes Buch oben, das wurde 1876 herausgebracht. And it was written by a man who lived in Palestine for 20 years. Es war von einem Mann geschrieben, der lebte in Palästina für 20 Jahre lang, So it's the middle of the 19th century. so Mitte vom 19. Jahrhundert. And he describes his guide in one area of Israel taking him to a place where there was a mustard tree. Und er hat das beschrieben, einer von seinen, der ihn herumgeführt hat ihn zu einem Feld geführt, da gab es so einen Strauch, so einen Senfkornstrauch oder Baum. And it was, let me get this right, it would be 3 meters high. Und der war circa 3 Meter hoch. That's quite big for a herb. Das ist ziemlich groß für diese Art von Gewächs. Okay, yeah, I know we've got big trees growing on the forest. Ich weiß, wir haben hohe Bäume, die wachsen im Wald. But if you go into the herb section of Lidl, Aber wenn du zu dieser Kräuterabteilung gehst vom Lidl and make a note of all the herbs that they sell, und dann schaust du dir die ganzen Kräuter an, was sie verkaufen, and go onto Google and get pictures of them, you can do that on Google. und dann kann man zu Google gehen und da kann man Bilder dann sehen auf Google, das funktioniert. And you'll really impress your friends by doing that. Und du kannst deine Freunde beeindrucken, wenn du das magst. What are you doing on Google? Was machst du auf Google? I'm looking at the size of herbs. Ich schaue mir die Größe von Kräutern an. And they really will think you're weird. Und die werden denken, du bist ganz eigenartig. But then, you might be a child of the kingdom. Aber du bist dann vielleicht ein Kind des Königreichs. And who knows where they are. Okay, a 3 meter high mustard tree is big. So ein 3 Meter hoher Senfkornbaum, das ist groß. Have you ever seen a pepper tree? A what? Pepper tree. Aha, einen Pfefferbaum. Hast du jemals einen Pfefferbaum gesehen?
I had to go to Palestine before I realized where pepper came from. Ich musste nach Palästina gehen, um herauszufinden, woher der Pfeffer kommt. We were walking through a garden. Wir sind durch einen Garten spaziert, It was outside Tel Aviv, so war das außerhalb von Tel Aviv, and they had a pepper tree in the garden. und da gibt es Pfefferbäume im Garten. And it just struck me, I have no idea where this stuff comes from. I use it every day. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wo das Zeug herkommt. Ich verwende das jeden Tag. Those tiny little peppercorns, Also da gibt man den Pfeffer drauf oder reibt den frisch. they grow on trees. Und das wächst auf Bäumen. But it wasn't that big. Aber der war nicht so groß. It wasn't 3 meters high. Der war auch nicht 3 Meter hoch. Okay? So, from the tiniest of things, So von dem kleinsten von diesen Dingen, you can get something big enough that even birds can make nests in it. dann bekommt man so etwas Großes, wo sogar die Vögel da sich einnisten können. There's an aspect of the kingdom of heaven that is like that. Da gibt es so eine Ansicht vom Reich der Himmel, das ist auch so. It can start so small that you don't even give it any value. Es kann so klein anfangen, dass man dem gar keinen Wert gibt. You know, what did they say about the disciples in the early years? Was haben sie über die Jünger gesagt in den frühen Jahren? This is just a bunch of Galilean fishermen. Das ist nur eine ganze Menge von galiläischen Fischern. And then you get to, the end of the book of Acts, Und dann kommt man ans Ende von der Apostelgeschichte and there are people saying, these men have turned the world upside down. und dann steht dort, diese Männer haben die Welt auf den Kopf gestellt. But there's also this echoing that there are all sorts sort of taking their place in this kingdom. Aber dann ist es auch so, dass Verschiedenste dann diesen Platz einnehmen im Reich der Himmel. And that's the echo of this, the birds of the air. Und das widerspiegelt, dass diese Vögel, die hier erwähnt werden, There's a meaning behind that becomes apparent later on. da gibt es eine Bedeutung dahinter, was dann später auch dann wir besser sehen können. That just because things are making their home in what appears to be the kingdom doesn't mean they belong there. Also nur weil diese, die ihr Zuhause machen, es schaut so aus als das Reich der Himmel, das bedeutet aber nicht, dass sie da hingehören. Just because things are growing in the field amongst the children of the kingdom. Also nur weil etwas wächst auf dem Feld unter dem Reich, unter den Kindern des Reichs, Doesn't mean that they are children of the kingdom. das bedeutet aber nicht, dass sie die Kinder des Königreichs sind. The whole thing is that something small can become something large without realizing. Also etwas ganz Kleines kann sehr groß werden, ohne dass man das dann wirklich merkt. The amazing thing about zoology, and biology, flora and fauna So das Interessante von Zoologie und Biologie is that the farmer, the gardener, whoever doesn't take part in the actual growth. der Bauer oder der Gärtner, der hat eigentlich nichts damit zu tun mit dem eigentlichen Wachstumsprozess. You plant something in the garden. Man pflanzt etwas an im Garten. It doesn't matter how many late nights you have staying up all night watching it. Egal, wie lange du aufbleibst am Abend, in der Nacht und du schaust, wie das aufwächst oder ob das aufwächst. You're not responsible for the growth. Du bist nicht verantwortlich für das Wachstum. We had a lovely young man working with us when we were up at the castle. Wir hatten einen tollen jungen Mann, der hat mit uns gearbeitet, als wir noch am Schloss waren. And he loved planting things in the garden. Und er hat es geliebt, Dinge anzupflanzen im Garten. But he suffered from one problem. Aber er hat ein Problem gehabt. He lacked patience. Er hatte keine Geduld. And more than one occasion, Alison saw him digging things up. Und mehr als einmal hat die Alison gesehen, wie er Dinge wieder ausgegraben hat. To find out why they weren't growing. Und er wollte herausfinden, warum wächst das Zeug nicht. And of course they were growing. Natürlich, das ist gewachsen. But once you've dug them up, that's like, okay, you've killed that one. Aber wenn man die ausgräbt, okay, das hast du wieder kaputt gemacht. It's something that you have to leave to other forces. Es ist etwas, was man überlassen soll anderen Mächten oder Quellen. Verse 33, Jesus shares again. In Vers 33 sagt Jesus wiederum, The kingdom of heaven is like yeast, leaven.
Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, which a woman took, she hid in 3 measures of meal until the whole was leavened. den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Now, a lot of people have a problem with this parable. Nun, viele Menschen haben ein Problem mit diesem Gleichnis, The kingdom of heaven is like leaven, like yeast. weil das Reich der Himmel ist so wie ein Sauerteig. And of course, the problem there for particularly somebody with a Jewish outlook Und das Problem dabei ist ganz besonders für jemanden, der so jüdischen Hintergrund hat, was that yeast was considered not unclean, but corrupt. Sauerteig war nicht unrein, aber es hat Dinge dann korrupt gemacht. I think Jesus said this to shock people. Ich denke, Jesus hat das gesagt, um Leute zu schockieren. So I really like it that a lot of commentators today still wrestle over this idea. So, ich mag das, dass viele Kommentatoren auch heute noch so Probleme haben oder sich streiten über diese Idee, But they're missing the point. aber sie verpassen den Punkt. Again, something that is of no value. Wiederum etwas, was keinen Wert hat. I mean, you can go and buy it over the road, Man kann das auch so über die Straße kaufen. and it's of no value. Es hat keinen Wert. It's these tiny little packets of things. Es ist so ein kleines Paket von etwas. But if you've ever baked bread, Aber wenn du jemals Brot gebacken hast, just a small quantity nur ganz eine kleine Menge, has a huge impact. hat eine riesige Auswirkung. And what we're reading here Und was wir hier lesen, is the woman involved had prepared enough dough to provide 3 measures of meal. That's enough to feed a significantly large family. also diese Frau nahm heimlich 3 Scheffel und hat das in 3 Scheffel Mehl hineingemischt, bis das Ganze durchsäuert war. Und das ist genug, dass man viele Menschen damit Essen geben kann. And just a small amount Und nur eine ganz kleine Menge. affects the whole thing. Das hat eine Auswirkung auf das Ganze. If you've ever tried making bread without yeast, Wenn du jemals versucht hast, Brot zu backen ohne Sauerteig, you end up with something that's like shoe leather. dann hast du letztendlich etwas, das schmeckt so ähnlich wie Schuhleder. Yeah. Well, mine did anyway. Nun, meines hat so geschmeckt. It's okay, Es ist okay. but when you add yeast to it Aber wenn du dem Sauerteig hinzufügst, and it blows up and there's air in, also das geht so auf und da gibt es Luft drinnen, it changes the taste and the texture. es verändert so den Geschmack und auch so die Größe. And just a small amount affects the whole. Und wiederum, nur ganz ein bisschen, das hat eine Auswirkung auf das Ganze dann. So clearly here the idea is that something that is considered insignificant So wiederum, die Idee dabei hier etwas, was so unbedeutend eigentlich ist, can result in a significant effect. das hat so wirklich eine bedeutungsvolle Auswirkung. And all these things, verse 34, all these things Jesus said to the multitude in these parables. So dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu der Volksmenge. And I understand that as saying that Jesus spoke many parables, Und ich verstehe das, also Jesus hat viele Gleichnisse erzählt. not just the few that have ended up being recorded. Nicht diese wenigen, also die hier aufgezeichnet sind. And note how Matthew ends verse 34. He says, without a parable, Jesus didn't speak to them. Und mir gefällt das also, wie der Matthäus das beendet hier, weil ohne ein Gleichnis redete er nicht zu ihnen. And he ties it back to something spoken by Asaph in Psalm 72. Und im Psalm 72 hat das Asaph auch gesagt und da verbindet er das damit. I'm sorry, Psalm 78 verse 2, Tut mir leid, Psalm 78, Vers 2. where there was the promise that God would speak in parables. Und da gibt es dieses Versprechen, wo Gott in Gleichnissen sprechen würde. And then he sends the multitude away. Und dann entließ Jesus die Volksmengen. What he does then is he gives to his disciples the understanding. Und was er dann macht, er gibt seinen Jüngern dann das Verständnis dafür. And his disciples were good pupils. Und seine Jünger waren gute
Zuhörer. How do I know that? Wie weiß ich das? Because in verse 51, Jesus said to them, have you understood all these things? In Vers 51 fragt sie Jesus, habt ihr all diese Dinge verstanden? And they said to him, yes, Lord. Und sie sagten ihm, ja, Herr. And then proceeded to obviously demonstrate that they hadn't understood them at all. Und wenn das weitergeht, und das zeigt sich dann, sie haben überhaupt nichts verstanden. Because that's a human trait. These guys were like you and me. Und wiederum, das ist so für uns, bei uns Menschen drin, diese Kerle waren genauso wie du und ich. Have you ever been in a place where you've had to ask somebody directions? Warst du jemals an einem Ort, du musstest den oder die fragen wegen Richtungen? You know, and one of the first things you practice when you come to a country and you're learning the language Eines der ersten Dinge, die du machst, wenn du in ein Land kommst und die Sprache lernst, and you go up to somebody and you say, wo ist der Hauptbahnhof? du gehst zu jemandem und dann fragst du ihn, where is the train station? And they tell you. Und die sagen dir dann. And you realize that your German's not as good as you thought it was. Und du merkst dann, dein Deutsch ist nicht so gut, wie du dir das gedacht hast. But if it's in your own language, Aber wenn es in deiner eigenen Sprache ist, you see something interesting take place. dann sieht man etwas Interessantes. First of all, if you're a guy, you never ask directions. Zuallererst, wenn du ein Kerl, ein Mann bist, fragst du niemals wegen einer Absolutely Richtung. no way. Na, das Because tut you man know nicht, the way, don't you? weil du kennst den Weg ganz And you're 100%. never going to say I'm lost. Und du wirst niemals zugeben, du weißt nicht mehr, wo du bist. But if you overcome that, or if you're a girl, Aber wenn du das überwindest oder wenn du ein Mädchen, eine Frau bist, you can stop somebody. You stop the first person. You say, "Where's the railway station?" und dann hältst du jemanden an oder die erste Person, die vorbeigeht, fragst du, wo ist der Bahnhof? And they say, well, you go down the road and you take a left and then you turn right and then you follow the road round and go over the roundabout and down the road that's by the post office that isn't there anymore. Also du gehst einfach die Straße runter um den Doesn't matter. so herum und dann gerade runter, dann über die Straße und dann dort, wo das die Post ist oder jetzt gar nicht mehr dort ist. And you know, they tell you how to get there and then they say, do you understand? Und dann sagen sie dir, wie man dorthin kommt und dann fragen sie dich, hast du das verstanden? And you say, yes, thank you very much. Und dann sagst du, ja, danke, danke. And then you turn to the person you're traveling with and say, did you understand that? Und dann schaust du zur Person, die mit dir reist und fragst du, hast du das verstanden? And they'll say, no, but don't say anything. Und sie sagen, nein, ich habe das nicht verstanden. It was nice of them to help us. Aber es ist nett von dem, dass er etwas gesagt hat. And you get your phone out and you look up Google Maps. Und dann nimmst du dein Handy und dann schaust du das eben auf Google. Have you understood all these things? Habt ihr all diese Dinge verstanden? Yes. Ja. Then he said to them, Dann sagt er ihnen, therefore, because of this, therefore every scribe which is instructed into the kingdom of heaven is like a man that is a householder. He brings forth out of his treasure things new and old. which 52. 52. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus dem Schatz Neues und Altes hervorholt. Of course, Jesus knew that they hadn't taken all this in and absorbed it all. Natürlich, Jesus wusste, dass sie das nicht alles aufgenommen hatten oder verstanden hatten, But he does give them some wisdom. aber er gibt ihnen auch Weisheit hier. I think it's particular that Matthew took this on board. Ich denke, das ist ganz besonders, weil Matthäus das hier auch aufgenommen hat. A scribe instructed in the kingdom of heaven. So ein Schriftgelehrter, der angeleitet ist für das Reich der Himmel oder unterrichtet ist für das Reich der Himmel. That's part of the aim for the Spirit of God in your life. Das ist ein Teil vom Geist Gottes in deinem Leben. Is you will be like a scribe Dass du wie ein Schriftgelehrter wirst, instructed in the kingdom. unterrichtet für das Reich der Himmel. You know, a workman skilled in these things. So ein Arbeiter, der ist begabt in diesen Dingen.
And the parable there Und das Gleichnis hier, is like a man who owns a house. das ist wie ein Hausvater, Out of his treasure he has new things and old things. der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Anybody who has a home Jeder, der ein Haus hat, has things in it that are old. hat Dinge dort, die alt sind. And sometimes they're kept because they have a certain value, a connection. Und manchmal werden die behalten, weil sie so einen Wert haben, irgendeine Verbindung. But they've also got new things. Aber es gibt auch neue Dinge. Perhaps they're the exciting things. Hey, come and look at my new TV. Das sind die aufregenden Dinge. Hey, schau dir mal meinen neuen Fernseher an. Or I've got a new computer. Oder ich habe einen neuen Computer. Then I've got this old vase that my great-grandmother left me. Dann habe ich diese alte Vase, die meine Urgroßmutter oder Urgroßvater mir hinterlassen hat. When you put those into the kingdom of heaven, Wenn du das so in das Reich der Himmel gibst oder so das vergleichst, particularly somebody who's now becoming skilled in heavenly things, ganz besonders jemand, der so begabt ist an diesen himmlischen Dingen, we've got the gospel, the good news that Jesus brings. so haben wir das Evangelium, die frohe Botschaft, die Jesus bringt. The promise, God is doing a new thing amongst his people. Dieses Versprechen, Gott macht etwas ganz Neues unter seinem Volk. But there's also that thousands of years of tradition, thousands of years of God revealing himself to man. Da gibt es tausende Jahre von Tradition oder tausende von Jahren, wo Gott sich den Menschen offenbart hat. You know, people used to sort of ask me what my favorite book in the Bible is. Und Leute fragen mich, was ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel? You know, and there are people. I love Philippians because it's so fresh and promising and joyful. So sagen Leute, also es wird gesagt, ich liebe Philippa, das ist so frisch und versprechungsvoll. Or I love, the book of John because of what it shares about the person Jesus. Oder ich liebe das Johannesevangelium wegen dem, was es über die Person von Jesus erzählt. Or maybe it's the book of Psalms. Oder vielleicht ist es das Buch der Psalmen, Because I can find myself in the psalmist. weil ich kann mich selbst darin finden, in diesem Psalmisten. Psalms were written They were completed by about 700 years before Jesus. Ich denke, die Psalmen sind vollständig geschrieben gewesen, schon 700 vor Christus. My particular favorite is the third book of Moses, book of Leviticus. Mein Lieblingsbuch ist das 3. Buch Mose. That was written, as the people came into the promised land. Das wurde geschrieben, während die Leute in das verheißene Land einkehrten. Old things, new things. Alte Dinge, neue Dinge. We need to become skilled workmen in these things. Und wir müssen begabte Arbeiter werden in diesen Dingen. And I think Matthew saw himself in what Jesus described here. Und ich denke, Matthäus sah sich selbst in dem, was Jesus hier beschrieben hat. And that's why throughout his gospel we read these links back to the Old Testament. Und deshalb durch sein Evangelium sehen wir diese Verbindungen so mit dem Alten Testament. That's why he says, Jesus did this in fulfillment of what Asaph had prophesied, that God would speak in parables. Weil Jesus sagte, das hat Asaph schon vorher geschrieben, also dass Gott das machen würde oder sagen würde in Gleichnissen. Okay, nearly finished. Jetzt sind wir fast fertig. When Jesus had finished the parables, he left. Als Jesus mit den Gleichnissen fertig war, dann ging er weg. And you're probably all thinking, that means Robin's going to go soon too. Und ihr denkt, wahrscheinlich wird der Robin jetzt auch bald nach Hause gehen. Jesus went to his own country. Jesus ging in sein eigenes Land. What we're thinking there is back to either Nazareth or Capernaum. Und wir denken uns, dass er vielleicht zurück nach Nazareth ging oder nach Kapernaum. He taught in their synagogue. Er lehrte in ihren Synagogen. They were astonished. Sie waren erstaunt. Where did this man get this wisdom and do these mighty works? Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Somebody we would have dismissed. Etwas, was wir einfach so abschieben werden. Verse 55. Just the carpenter's son. Vers 55. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? And yet he's doing these amazing things.
Dennoch tut er all diese erstaunlichen Dinge. And we get the echo again about his mother, his brethren, Und dann geht es weiter. Seine Mutter, seine Brüder and his sisters. und seine Schwestern. And their amazement that this man who we dismissed, we know his family, we know his roots. Und deren Erstaunen, also dieser Mann, den wir einfach nur so abgeschoben haben und die Familie, wir kennen ihn alle, die ganze Familie. And verse 57, they were offended in it. Und Vers 57, sie nahmen Anstoß an ihm. If you go into Saarbrücken, Wenn du nach Seeboden fährst, that first sort of roundabout, there's a number of buildings there. also da gibt es so eine Anzahl von Gebäuden dort. The square there is called the Thomas Morgenstern Square, isn't it? Und dieser Platz heißt Thomas Morgenstern Platz. Yeah. Well, who's he? Wer ist der? A ski champion. Ein Skispringer. But he only comes from Saarbrücken. I Aber mean, er kommt ja nur von Seeboden, oder? what good things come out of Saarbrücken? Was kann Gutes aus Seeboden kommen? Okay. Saarbrücken is proud of him. Die Seebodener sind stolz auf ihn. They named a square after him. Die haben einen ganzen Platz nach ihm benannt. Jesus? Jesus, They're offended. die nehmen Anstoß an ihm. This man who was nothing was raised in their area, but instead of being proud of the impact he's having, they're offended. Also dieser Mann, der unter ihnen aufgewachsen ist, anstelle, dass sie stolz sind auf ihn, sie nehmen Anstoß an ihm. You see, they're not saying, wow, he came from nothing but, the carpenter's son, and now look who he is. Also sie haben nicht gesagt, er kam von fast nichts, also er ist nur ein Zimmermannssohn und schau dir jetzt an, wo oder was er ist. This is written the opposite way around. Das ist genau umgekehrt geschrieben. He's got all this wisdom in these works, but he's nothing. Aber er hat all diese Weisheit, diese Werke, aber das ist nichts. He's nothing more than a carpenter's son. We're not going to listen to him. Er ist ja nur ein Zimmermannssohn, dem werden wir nicht zuhören. The problem with that? Das Problem daran, Verse 58. Vers 58, He did not many mighty works there because of their unbelief. er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Their unbelief limited what God could do. Ihr Unglaube hat das limitiert, was Gott hätte tun können. That is the sin that damns the world Das ist die Sünde, die die Welt verdammt, because it stops God working. weil es hält Gott ab zu arbeiten. And that's where the chapter finishes. Und da hört das Kapitel auf. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you for your word. Herr, ich danke dir für dein Wort. We thank you that you are the King of heaven. Wir danken dir, dass du der König des Himmels bist. And as the King, you choose your subjects. Und als der König, so wählst du deine Leute aus. I pray, Father, from what we've read today, Ich bete, Vater, von dem, was wir heute gelesen haben, that we might become skilled workmen in our knowledge of the kingdom. dass wir begabte Arbeiter werden in unserer Erkenntnis vom Reich Gottes. That you give us understanding of spiritual things Und dass du uns Verständnis gibst von geistigen Dingen and the spiritual realm. und vom geistigen Bereich. And I pray, Father, that this word would be like seed in good ground, Und Vater, ich bete, dass dieses Wort wie ein Same auf guten Boden fällt that it might grow up and Das- bring forth fruit, und dass es aufwachsen kann und Frucht bringen kann. and in the fruit you will be glorified. One more time. In the fruit you be glorified. Und dass du an der Frucht verherrlicht wirst. As we ask it in Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.